Es ist ein extrem heißer Sommertag in Skopje. Trotzdem macht sich Iskra Geschoska auf den Weg durch die Stadt ins Kulturzentrum Jadro. Zusammen mit Gleichgesinnten hat sie es gegründet, als Dreh- und Angelpunkt für die unabhängige Kunstszene. Die kleine, engagierte Community hat in der nordmazedonischen Hauptstadt nur wenige Spielorte. Diese kleine Gemeinschaft, dieser kleine Kern von Menschen kämpft für andere Perspektiven, für eine zeitgenössische Kultur, für eine alternative, unabhängige Kultur. Wir sind im Grunde wie ein einsamer Baum inmitten einer Wüste. Ja, wir sind einsam, weil die Gesellschaft uns dazu bringt, uns einsam zu fühlen. Skopje ist Iskras Heimat. Sie mag die oft utopistischen Bauten der 70er Jahre, errichtet mit internationaler Hilfe nach dem verheerenden Erdbeben von 1963. Die stehengebliebene Uhr am alten Bahnhof erinnert an die Katastrophe. Ein halbes Jahrhundert später, sagt sie, wurde Skopje erneut zerstört. Politiker verwandelten die Stadt der Moderne in eine neoklassizistische Fantasiekulisse, möbliert mit pseudohistorischen Denkmälern. Das war eine Stadt der Solidarität nach dem Erdbeben von 1963. Heute ist es eine zombifizierte Stadt. Ich würde es als eine Art politisch-archäologisches Engineering bezeichnen. Eine historische Umdeutung. Man nimmt uns also unsere Geschichte, unsere Geschichten, und wir müssen jetzt mit einer Strategie des kreativen Widerstands dagegenhalten. Interview im Newskanal Vesti 24. Iskra ist eine gefragte Expertin, hat schon Kulturminister beraten. Die Nationalkonservativen von damals sind jetzt an die Macht zurückgekehrt. Ein Gespräch über die Folgen für die Kulturpolitik. Hoch über der Stadt das Kunstmuseum von 1970. Der Schein trügt, zeitgenössische Kunst hat keine Lobby hier. Umso mehr versteht sich das Goethe-Institut als Verbündeter von Kulturaktivistinnen wie Iskra. Es gab ja Zeiten, in denen sie mit ihren Aktionen direkt von der Regierung blockiert wurde, um nicht zu sagen sogar verboten wurde. Ne? Ihr Kulturzentrum. Die Zeiten sind jetzt etwas einfacher, aber trotzdem bleibt es, dass die freie Szene nicht gesehen wird. Ich staune immer wieder, woher sie die Kraft nimmt und nicht müde wird. Also sie kämpft wirklich dafür, dass junge Künstlerinnen und Künstler einen Raum bekommen, dass sie sich begegnen können, dass sie ausstellen können, dass sie gefördert werden. Mit Iskra kämpft Tijana Spasowska. Gemeinsam gestalten sie Festivals, entwickeln Projekte für Kontrapunkt, eine Kultur-NGO, und vernetzen Skopjes Kulturschaffende mit dem Balkan und ganz Europa. Das Besondere an Iskra ist, auch wenn die Bedingungen für alle schwierig und entmutigend sind, ist sie ein Mensch, der niemals aufgibt und versucht, einen Weg zu finden. Aber sie erinnert dich auch daran, dich selbst zu hinterfragen. Wie weit bist du gekommen? Skopjes renommiertes Dramski-Theater ist der Ort ihrer Kindheit. Ihre Eltern standen hier Abend für Abend auf der Bühne. Das Erwachsenwerden im Theater hat sie geprägt, sagt sie. Selbstverantwortung und kritisches Denken. Noch heute erinnern Fotos an die große Karriere ihrer Mutter. Beide verbindet der Glaube an die Kraft der Kultur für ein Land. Wir haben nur kulturelles Kapital, das wir ansammeln können. Wir können keine Atomkraftwerke bauen, aber mit kultureller Produktion können wir etwas erreichen. Die jungen Kulturschaffenden haben Interesse daran. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie das Land verlassen, dass wir sie verlieren. In einem Land, aus dem viele Menschen auswandern wollen, sind gerade junge Kreative oft bereit zu bleiben, etwas zu gestalten. So wie Iskra Geschoska selbst. Ein Vorbild, das jetzt mit der Goethe-Medaille 2024 ausgezeichnet wird. Sie knüpft wichtige Partnerschaften in Berlin, Zagreb, Paris, sonst wo. Aber sie kehrt immer hierher zurück, wo sie hingehört und die meisten Spuren hinterlässt.
Für unsere Kultur wird sie immer eine Inspiration sein, denn mit diesem Preis wird sie zu einer Kulturlegende, zu einer Heldin. Wenn ihr alles zu viel wird, flieht Iskra nach Süden, in die Berge. Ihr Ziel? Das orthodoxe Kloster Sirse, ein spirituelles Zentrum im Südbalkan seit dem 14. Jahrhundert. Heute bedeutendes Kulturerbe. Seit vielen Jahren kennt sie die Mönche, die hier nach ihren eigenen Regeln leben. Abgeschieden und autark. Ihre geistige Freiheit und ihre gegenseitige Fürsorge beeindrucken sie tief. Ich fühle mich wohl in New York, Berlin und in anderen Metropolen. Aber wenn ich hierher komme, wo ich meine alternative Familie, mein alternatives Zuhause finde, dann merke ich auch, es ist gar nicht so einfach, zurückzukehren zu all dem, was unsere Gesellschaft ausmacht. Doch sie weiß auch, sie wird zurückfahren nach Skopje. Es warten noch Aufgaben auf sie. Iskra Geschoska, eine Wanderin zwischen den Welten. Aber der Blick geht immer nach vorn.